Welcome to Master German Language with Series, a story-driven approach to learning German. Follow the captivating love story of John, a race car driver, as he navigates life, love, and challenges. Learn German in a natural and engaging way with subtitles in multiple languages. Let the journey begin. There was a small hill where 6 birch trees grew. Es gab da einen kleinen Hügel, auf dem 6 Birken wuchsen. Under these birches, John had kissed her for the first time. Unter diesen Birken hatte Jan sie zum ersten Mal geküsst. It was also there that he had told her he loved her. Danke. Dort hatte er ihr auch gesagt, dass er sie lieb hatte. And a year later, he had built a bench between those birches just for her. Und ein Jahr später hatte er eigens für sie zwischen diesen Birken eine Bank gezimmert. A bench that was only ever visited by the two of them. Eine Bank, die nur von ihnen beiden aufgesucht wurde. She hesitated no longer, only untied her apron and then followed him. Sie zögerte nicht mehr, band sich nur die Schürze ab, dann folgte sie ihm. Hand in hand, the two lovers walked across the yard. Hand in Hand gingen die beiden Liebenden über den Hof, Past the barn, and then across the meadow to the brook. vorbei am Stall und dann über die Wiese zum Bach. Only when they had crossed the narrow footbridge Erst als sie den schmalen Steg überschritten hatten and were no longer on the Hoffman family's land, und sich nicht mehr auf dem Grund und Boden der Familie Hoffmann befanden, did Christina begin to have doubts. kamen Christina Bedenken. I should have let Mama know. Ich hätte Mama Bescheid sagen sollen. She's in the barn. Sie ist in der Scheune. We won't stay away for long. Wir bleiben nicht lange weg. Unfortunately, I don't have much time. Ich habe leider nicht viel Zeit. As she looked up at him, he kissed her quickly. Da sie zu ihm aufsah, küsste er sie rasch. They were alone in the open fields. Sie waren allein auf weiter Flur. On weekdays, one rarely encountered strangers here. Wochentags stieß man hier nur selten auf Fremde. The Hoffman family farm was located at the very end of the village. Der Hof der Familie Hoffmann liegt ganz am Ende des Dorfes. Christina helped out there because the farm had a large livestock population. Christina half dort mit, denn der Hof hatte einen großen Viehbestand. Clinging closely together, they walked on, and Jan confessed, Eng aneinander geschmiegt gingen sie weiter und Jan gestand, "When the trainer called earlier, I almost canceled. Als vorhin der Anruf des Trainers kam, hätte ich beinahe abgesagt. Once again, we won't see each other for a few days." Wieder können wir uns einige Tage nicht sehen. "We'll talk on the phone," Christina comforted him. Wir werden miteinander telefonieren. tröstete Christina. "Every day without you feels endless." Jeder Tag ohne dich scheint mir endlos. "Liar!" Christina laughed and gave her boyfriend a playful push. Schwindler. Lachend versetzte Christina ihrem Freund einen Stoß. "Once you're with your teammates, racing against the stopwatch, Wenn du erst unter deinen Kameraden bist und ihr dann gegen die Stoppuhr fahrt, you'll have forgotten me long ago." hast du mich schon lange vergessen.
That's not quite true, Jan justified himself. Ganz stimmt dies nicht. rechtfertigte sich Jan. On the track, of course, I have to concentrate. Auf der Piste muss ich mich natürlich konzentrieren, But afterward, I miss you so much. aber danach, da fehlst du mir sehr. To confirm his words, he kissed her passionately. Zur Bestätigung küsste er sie leidenschaftlich. I should hope so. Das hoffe ich doch. She wrapped her arms around his neck. Sie schlang die Arme um seinen Hals. I wish I could come with you. Am liebsten würde ich mitkommen. Then do it. Dann tu es doch. Come on, let's run back quickly, and you can pack your things. Los, wir laufen rasch zurück und du packst deine Sachen. Oh, Jan, that's not possible. Ach Jan, das geht doch nicht. Firstly, my parents need me. Erstens brauchen mich meine Eltern. And secondly, I'd only distract you. Und zweitens würdest du durch mich nur abgelenkt werden. It doesn't make sense. Das hat keinen Sinn. You need to focus on the race. Du musst dich auf das Rennen konzentrieren. She rested her head on his shoulder. Sie legte den Kopf an seine Schulter. You've been driving go-karts since you were a child. Du bist schon als Kind Go-Kart gefahren. And still, was it the right decision to enter racing? Und trotzdem, war es richtig, in den Rennsport einzusteigen? He heard her sigh. Er hörte sie seufzen. Lovingly, he took her by the shoulders and held her at a slight distance. Liebevoll nahm er sie an den Schultern und hielt sie etwas von sich, So he could look into her face. damit er ihr ins Gesicht sehen konnte. You know, we thought about it for a long time. Du weißt doch, wir haben es uns lange überlegt. This way, I can really make a lot of money. So kann ich wirklich viel Geld machen. If things keep going well, Wenn es weiterhin so gut läuft, we'll have our own car dealership soon. dann haben wir bald unser eigenes Autohaus. Christina lowered her head. Christina senkte den Kopf. That's what you want too, isn't it? Das willst du doch auch. John's voice grew more earnest. Jans Stimme wurde eindringlicher. You don't want to be stuck in this small village forever, do you? Du willst doch auch nicht ewig in diesem kleinen Dorf hier festsitzen. Papa's garage is completely outdated. Papas Garage ist völlig veraltet. I have no future there. Da habe ich keine Zukunft. You're right, she smiled again, Du hast ja recht. Sie lächelte wieder, took his hand and started running. griff nach seiner Hand und begann zu laufen. A little out of breath, Etwas außer Atem they finally reached the bench on the hill. erreichten sie schließlich die Bank auf dem Hügel. They dropped onto it. Sie ließen sich darauf fallen. His arm automatically settled around her shoulders Wie von selbst legte sich sein Arm um ihre Schultern, as they dreamily gazed up into the birch canopies. während sie träumend in die Birkenkronen hinaufsahen. Here they had often made plans for the future. Hier hatten sie schon oft Zukunftspläne geschmiedet. Christina Hoffman was packing her travel bag Christina Hoffmann packte gerade ihre Reisetasche, when her mother entered the room. als ihre Mutter das Zimmer betrat. She cast her daughter a disgruntled look.
Sie warf der Tochter einen missmutigen Blick zu and finally shook her head. und schüttelte schließlich den Kopf. What happens next will leave you speechless. Will Jan finally uncover the truth at his favorite spot? Or will things take an unexpected turn? Don't miss the next episode of Jan's love story. It's going to be unforgettable. Want to test how well you understood this episode? Check the description below for a free worksheet with questions about this episode. No sign up required. Just click and learn. See you in the next thrilling chapter.